Moin! Wir waren ein bisschen länger als eine Woche in Kapstadt. Dabei haben wir uns natürlich ausgiebig die Innenstadt angeschaut. Wir haben aber auch 2 Wanderungen gemacht und sind mit einem Auto die weitere Umgebung von Kapstadt abgefahren. Dabei durfte natürlich eine ausgiebige Weinprobe nicht fehlen. Und warum uns auf unserem Weg auch Pinguine begegnet sind, das erfahrt ihr im Video. Viel Spaß! Mit der Lufthansa fliegen wir über München direkt nach Kapstadt. Zum Glück holt uns am Flughafen der nette Hotelbesitzer Gerhard dann auch ab und in ungefähr 20 Minuten sind wir mit dem Auto dann auch schon sicher am Hotel angekommen. Untergebracht sind wir im Hotel Urban Oasis. Das Hotel wurde 2020 eröffnet. Das schöne im Kolonialstil erbaute Gebäude bietet Platz für 32 Zimmer unterschiedlichster Kategorien. Wir hatten die Zimmerkategorie Studio und haben uns wirklich rundum wohlgefühlt. Das Zimmer war geräumig und hatte sogar eine kleine Küchenzeile mit Waschmaschine. Das Badezimmer ist groß und alles ist wirklich schön gestaltet. Oben auf der Dachterrasse befindet sich ein kleiner Barbereich und ein Pool. Hier wollen wir natürlich unbedingt auf unseren Urlaubsbeginn anstoßen. Man kann sich hier oben auch ein paar kleine Snacks bestellen, sodass man hier wirklich für eine Zeit lang sehr gut verweilen kann. Der Lobbybereich des Hotels ist wirklich super cool und großzügig gestaltet. Man hat hier eine große Bar und wirklich ausreichend Platz, um zu sitzen und gegebenenfalls auch zu arbeiten. Ein kleines Café und ein Food Court runden das Ganze wirklich richtig gut ab. Die Mitarbeiter hier sind alle total nett und wir haben uns wirklich rundum wohl gefühlt. Falls ihr also noch nicht genau wisst, wo ihr in Kapstadt schlafen wollt, dann schaut doch mal bei Urban Oasis vorbei. Ein weiterer Vorteil des Hotels ist seine zentrale Lage. Es liegt direkt im sicheren Regierungsviertel. Das wohl wichtigste Gebäude im Regierungsviertel ist das Parlament. Hier wurde zum Beispiel auch Nelson Mandela von Hunderttausenden Menschen in Empfang genommen, als er im Februar 1990 aus seiner jahrelangen Haft entlassen wurde. Nur wenige Meter weiter stoßen wir auf das Castle of Good Hope. Über den Burggraben gelangt man hinter die dicken Mauer des Castle of Good Hope. Für 50 Rand pro Person kann man sich das Ganze dann anschauen. Als wir da waren, entsprachen 50 Rand übrigens ungefähr 2,50 Euro. Das Castle of Good Hope ist das älteste bestehende Gebäude in Südafrika. Es wurde von etwa 300 Matrosen in nur einem einzigen Jahr erbaut. Damals lag es noch direkt am Wasser. Erbaut wurde es zwischen 1666 und 1679. Damals sollte die Festung den Europäern Unterschlupf bieten, die sich hier am Kap niederlassen wollten. Im Inneren der Festung befinden sich mehrere Museen. Im Militärmuseum kann man zum Beispiel die militärische Geschichte der Kapkolonie betrachten. Im ehemaligen Wohnsitz des Vizegouverneurs, da stehen ganz schön viele alte Möbel und sonstige Ausstellungsgegenstände. Dieser riesige Tisch hier, der würde sich doch zum Beispiel extrem gut für so ein Speeddating eignen, haben wir gedacht. Über 100 Leute hätten hier die Chance, ihre große Liebe zu finden. Apropos Dating, es gibt auch noch eine Folterkammer, die man sich anschauen kann. Es gibt dann auch noch eine Art Völkermuseum. Hier findet man alles Mögliche an Krimskrams und Dingen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. So findet man zum Beispiel Ausstellungsstücke über die ehemalige Rassentrennung in Südafrika. Von den Bastionen der Wehranlage aus hat man darüber hinaus wirklich einen wunderbaren Blick auf den Tafelberg. Wir wollen uns als nächstes den Company's Garden anschauen. Auf dem Weg dorthin kommt man an mehreren Kunstständen vorbei, wo Einheimische ihre kleinen Skulpturen verkaufen. Der Company's Garden ist quasi der Stadtpark von Kapstadt. Hier findet man wirklich diverse exotische Pflanzen und kann wirklich eine Zeit lang hier verweilen. Die vielen großen Bäume spenden angenehmen Schatten und man kann besonders gut den kleinen Eichhörnchen zuschauen. Die sind im Laufe der Jahre wirklich ganz schön zahm geworden. Man sieht aber auch viele bunte Blumen und andere Tiere. Als wir im Company's Garden waren, da hat gerade ein kleines Kunstprojekt stattgefunden. Da mussten wir uns und St. Pauli natürlich auf jeden Fall verewigen.
Unser nächster Stopp ist der Green Market Square. Dieser Platz ist 1710 erbaut worden und ist somit der zweitälteste Markt der Stadt. Immer montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr findet hier ein kleiner Floh- bzw. Souvenirmarkt statt. Man kann hier auf jeden Fall gut ein kleines Andenken für zu Hause mitbringen und immer dran denken, Handeln ist hier durchaus erwünscht. Quasi direkt anschließend an den Green Market Square verläuft eine sehr lebendige Straße, nämlich die Long Street. Hier ist wirklich so einiges los. Man findet hier verschiedenste Cafés, Geschäfte, aber auch Restaurants und Clubs. Man kann hier also wirklich sowohl morgens, mittags als auch abends entlang schlendern und sich alles ganz in Ruhe anschauen. Hier stößt man sowohl auf Kapstädter als auch auf Touristen, die sich in eine der diversen Bars setzen, um ein kaltes Bierchen zu trinken. So machen wir das natürlich auch. Im Bierhaus gibt es über 100 verschiedene Biersorten. Wenn man Lust hat, was zu essen, dann würden wir Mama Afrika empfehlen. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Restaurant, wo man afrikanische Küche serviert bekommt. Wenn man ein Fan alter Gebäude ist, dann wird einem die Long Street auf jeden Fall auch gut gefallen. Hier findet man wirklich noch sehr viele von den alten Gebäuden mit ihren schönen Balkonen. Von hier hat man auf jeden Fall auch eine schöne Aussicht auf die lebendige Straße. Parallel zur Long Street verläuft eine weitere ziemlich coole Straße, nämlich die Bree Street. Auch hier liegt der Fokus definitiv auf der Gastronomie. Hier finden sich viele kleinere Lokale, wo man auch leckere Speisen, gute Weine und sonst alles Mögliche bekommen kann. Auf uns macht das Ganze den Eindruck, als wäre es vielleicht ein bisschen höherwertiger, auf jeden Fall aber individueller. Wir würden euch auf dieser Straße das Restaurant Grub & Wine empfehlen. Hier bekommt man tolle Menüs und wirklich sehr, sehr gute Weine. Ihr solltet hier im Vorfeld reservieren, denn das Ganze ist schon sehr beliebt und immer ausgebucht. Von uns eine klare Empfehlung, denn wir haben hier wirklich sehr, sehr schön gesessen. Nicht weit von beiden Straßen entfernt liegt das Stadtviertel Bo Kaap. Das ist wirklich ein farbenfrohes Viertel, vielleicht sogar das bunteste von ganz Kapstadt. Der Name Bo Kaap ist übrigens Afrikaans und bedeutet auf Deutsch etwa so viel wie über dem Kap. Das Bo Kaap ist eines der ältesten Stadtviertel von ganz Kapstadt. Es wurde im 18. Jahrhundert gegründet, wo die Häuser an ehemalige Sklaven vermietet wurden. Da diese während ihrer Gefangenschaft häufig nur sehr eintönige Farben tragen durften, rankt sich die Legende, dass sie eben die Häuser sehr, sehr bunt streichen wollten, um ihre Freiheit zu demonstrieren. Wir wollen als nächstes zur Old Biscuit Mill im Stadtteil Woodstock gehen. Bei der Old Biscuit Mill handelt es sich tatsächlich um das Gelände einer alten Mühle. Heute ist der Mühlenbetrieb jedoch eingestellt und die alte Fabrik bzw. das Gelände wird wirklich ganz vielfältig genutzt. Generell kann man sagen, dass hier viele kreative Menschen zusammenkommen, um gemeinsam an neuen Projekten zu arbeiten und sie der breiten Masse zu zeigen. Immer samstags von 9 bis 14 Uhr findet in der Old Biscuit Mill der Neighborhoods Market statt. Hierbei handelt es sich um einen extrem beliebten und natürlich auch belebten Markt. In einer Halle werden zahlreiche frische Speisen angeboten und es gibt wirklich die leckersten Gerichte hier. Sowohl deftig als auch süß wird hier wirklich gefühlt aus jeder Landesküche was Leckeres angeboten. Uns macht es ja immer total Spaß, sich hier durchzuprobieren und vor allem auch mal Sachen zu essen, die man eben noch nicht kennt. Es gibt natürlich auch diverse Getränke und dann kann man der Musik des DJs lauschen und gemeinsam mit den anderen einen netten Nachmittag verbringen. Zusätzlich zu den festen Geschäften in der Old Biscuit Mill sind während des Neighborhood Markets auch so noch Stände aufgebaut. Hier kann man dann Schallplatten, Mode oder auch sonstige Accessoires kaufen. Hier kommen sowohl Touristen als auch Einheimische zusammen. Das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben hier einen wunderschönen Tag verbracht und würden euch das Ganze auf jeden Fall ans Herz legen. Wir wollen uns jetzt die Victoria and Alfred Waterfront anschauen. Hierbei handelt es sich um eine der bedeutendsten Touristenattraktionen von Kapstadt. Das Zentrum der Waterfront bilden zwei riesige Hafenbecken. Um diese herum findet man wirklich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés.
An den Anlegestellen dieser Hafenbecken liegen wirklich viele Ausflugsschiffe, mit denen man Bootstouren in der Tafelbucht absolvieren kann, wenn man das möchte. Hier legen übrigens auch die großen Kreuzfahrtschiffe an, wenn sie auf ihren Afrika-Touren unterwegs sind. Man kann von hier übrigens auch einen Ausflug auf die Insel Robben Island machen. Hierbei handelt es sich um eine Gefängnisinsel, wo unter anderem Nelson Mandela eingesperrt war. Generell kann man dort ganz gut einfach ein bisschen herumlaufen. Es gibt diverse Souvenirgeschäfte und immer wieder spielen Musikgruppen afrikanische Lieder und tanzen dazu. Ist einem nach Shopping zumute, dann sollte man auf jeden Fall in die Victoria Wharf gehen. Hier schlagen wirklich alle Shoppingherzen höher. Man findet über Klamottenläden wie Gucci oder Lacoste auch alles Mögliche an sonstigen Geschäften. Kosmetik, Bücher, Musik und Video, Telefonanbieter und so weiter und so fort. Hier ist wirklich für jeden was dabei. Die Zahlen sind schon generell wirklich beeindruckend. Über 450 Geschäfte gibt es im ganzen Gebiet. Und für den süßen Gaumen darf natürlich auch eine Eisdiele nicht fehlen. Das hat wirklich lecker geschmeckt. Wie schon erwähnt, gibt es hier aber auch eine riesige Auswahl an Restaurants. Da findet sich wirklich für jeden Gaumen etwas. Aufgrund der Nähe zum Wasser aber natürlich ganz viel Fisch, Krabben und sonstige Meerestiere. Uns hat es besonders gut gefallen, direkt am Hafenbecken mit Blick auf das Wasser zu sitzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2010. Unweit der Waterfront findet man das sogenannte Greenpoint Stadion. Dieses wurde eigens für die WM gebaut. Insgesamt 68.000 Menschen finden dort Platz. Unter anderem gewann Deutschland gegen Argentinien hier mit seinem Ergebnis von 4:0. Uns treibt es als nächstes nach Greenpoint, besser gesagt zum Greenpoint Lighthouse. Dieser 20 Meter hohe, rot-weiß angestrichene Leuchtturm ist tatsächlich der älteste Leuchtturm Südafrikas. Er wurde bereits 1824 in den Dienst gestellt und 1929 dann elektrifiziert. Dadurch hat er eine Reichweite von 40 Kilometer mit seinem Feuer. Von hier möchten wir nun gerne ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Die sogenannte Seapoint-Promenade eignet sich dafür besonders gut. Man kann wirklich kilometerweit direkt am Wasser entlang fahren. Bei Coastal Cycles leihen wir uns also Fahrräder für 2 Stunden. Pro Fahrrad zahlt man da 120 Rand. Das sind dann in etwa 6 Euro. Die 2 Stunden haben für uns perfekt ausgereicht. Man radelt einfach wunderschön am Wasser entlang. Aber denkt dran, cremt euch gut ein, denn die Sonne, die strahlt wirklich extrem hart von oben runter. Am Ende der Seapoint-Promenade gelangt man dann irgendwann zum sogenannten Clifton Beach. Dieser Strand ist in insgesamt 4 Strandabschnitte unterteilt. Es geht vom Clifton First bis zum Clifton Fourth. Der Clifton Beach gilt auch als der Strand für die Schönen und Reichen. Die Immobilienpreise hier gelten als die höchsten in ganz Afrika. Am ersten Strandabschnitt, also dem Clifton First Beach, da findet jeden Donnerstag ab 17 Uhr ein Beachvolleyball-Event statt. Das würden wir euch auf jeden Fall empfehlen. Hier kann man wirklich wunderschön den Sonnenuntergang genießen und ein paar schöne Stunden verbringen. Hier kommen wirklich viele junge Leute zusammen, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Viele bringen sich hier ihre eigene Picknickdecke mit und packen vorher den Picknickkorb voll mit leckeren Getränken und Speisen. Man kann aber auch bei den Jungs hier eine frische Kokosnuss kaufen. Für uns geht es jetzt noch zu einem weiteren Strand, zum Camps Bay. Mit der Promenade voller Palmen, dem schönen weißen Strand und den majestätischen Bergen im Hintergrund wurde Camps Bay wohl zu einem der beliebtesten Strände in ganz Kapstadt. Hier kann man wirklich auch wunderbar den Sonnenuntergang schauen. Mit dem großen Gebirge als Kulisse sieht das schon wirklich richtig beeindruckend aus. Man sieht aber auch den Lions Head, ein sehr berühmter Berg in Kapstadt. Hier sind wir ja möglicherweise auch hochgeklettert, dazu kommen wir aber gleich nochmal. An der Promenade selbst finden sich viele Restaurants und Bars, wo man auch ganz gut verweilen kann. Und wie eben schon gesagt, geht es für uns jetzt ab auf den Lions Head. Der sogenannte Jeep Track verläuft spiralförmig auf den Gipfel. Je nachdem wie schnell man ist, dauert die Wanderung so circa 1,5 bis 2,5 Stunden hoch und runter. Und dadurch, dass man ja im Uhrzeigersinn den Berg hochläuft, hat man natürlich ständig eine wechselnde Aussicht.
Nehmt euch also ruhig die Zeit und bleibt mal stehen und genießt das wunderschöne Panorama. Ist es am Anfang eher ein anstrengender Spaziergang, so wird es doch, je höher man kommt, immer steiniger und auch anstrengender. Man muss klettern, manchmal muss man sogar über Leitern gehen. Das ist schon wirklich ganz schön anstrengend, aber dennoch machbar. Man sollte wohl morgens starten, um nicht in die Mittagshitze zu kommen. Und natürlich nehmt euch auf jeden Fall genug Wasser mit. Etwas erledigt kommen wir dann oben an, aber die Aussicht, die macht alle Anstrengungen auf jeden Fall wett. Es ist wirklich wunderschön hier oben. Übrigens heißt der Berg Lion's Head, weil er an die Form eines Löwen erinnern soll, der sphinxartig daliegt mit Blick auf den Tafelberg. Naja, ob die Vergleichbarkeit zu einem Löwen wirklich so gegeben ist, wissen wir nicht, aber den Blick auf den Tafelberg, den genießen wir auf jeden Fall. Jetzt hat uns die Wanderlust gepackt und wir wollen auch noch auf den Tafelberg klettern. Wir entscheiden uns wohl für den traditionellsten Wanderweg, den Platte Klip Gorge. Der Platte Klip Gorge ist angeblich der einfachste und direkteste Weg nach oben. Obwohl der einfachste Weg wäre wahrscheinlich die Seilbahn gewesen. Mit der Seilbahn wäre man in 4 bis 5 Minuten die 1200 Meter dann auch schon nach oben gefahren. Aber nee, wir wollen natürlich die Herausforderung annehmen und wandern. Dort, wo also die anderen in die Seilbahn steigen, beginnen wir unsere Wanderung. Die Strecke beläuft sich auf 2,8 Kilometern und man läuft 668 Meter hoch. Der Tafelberg ist übrigens 1086 Meter hoch und es gibt verschiedene Wanderwege. Na, das kann ja was werden. Der Wanderweg selbst ist quasi eine Natursteintreppe und manchmal hat man zwischendrin das Gefühl, dass sie einfach niemals enden wird. Die Stufen sind unterschiedlich hoch und dadurch, dass man wirklich die ganze Zeit quasi diese Treppe läuft, ist es wohl auch so anstrengend. Zwischendrin ist ein wenig Stacheldraht gespannt, wahrscheinlich damit keiner unbefugt den Weg verlässt. Naja, da sollte man ein bisschen aufpassen und nicht wie ich direkt reinlaufen und sich auch noch eine blutige Wunde zuziehen. Im Grunde genommen läuft man die ganze Zeit auf die Platte Klip Schlucht zu. Diese tiefe Schlucht hat im oberen Bereich wirklich ganz schön imposante Klippen. Und das ist dann quasi auch das große Ziel, was man im Auge hat, denn darauf läuft man die ganze Zeit zu. Naja, und irgendwann hat man es dann tatsächlich geschafft. Man ist am Ende der Schlucht angekommen und kann quasi dann über das Plateau wieder bis zur Seilbahnstation laufen. Und dann kann man sich wirklich freuen, stolz auf sich sein, die Aussicht genießen und quasi sagen, yes, we did it. Viele steigen auch jetzt in die Seilbahn, um sich den anstrengenden Abstieg zu ersparen. Wir beiden Dickköpfe sind aber natürlich wieder runtergelaufen. Und als wir unten ankamen, da waren wir wirklich ganz schön erledigt, aber glücklich. Wir wollen uns jetzt mal raus aus Kapstadt wagen. Mit dem Uber fahren wir in den Botanischen Garten Kirstenbosch. Die Fahrt dauert in etwa eine Viertelstunde. Der Botanische Garten bietet auf über 600 Hektar Fläche und mit Höhenlagen von 100 Metern bis über 1000 Meter wirklich einen wahnsinnig beeindruckenden Einblick in die fantastische Vielfalt von der Flora von Südafrika. Der Botanische Garten liegt am Osthang des Tafelbergs. Aus der Perspektive sieht der Berg übrigens wirklich ganz anders aus, als wenn man ihn aus der Stadt heraus beobachtet. 1913 wurde der Botanische Garten von Professor Pearson gegründet. Besonders beliebt ist der Besuch am Sonntag, was wir ja auch gemacht haben. Hier finden nämlich regelmäßig Konzerte statt. Ganz schön viele Leute pilgern dann mit Picknickkörben und Picknickdecken in den Botanischen Garten, um sich einen schönen Nachmittag bzw. Abend zu machen. Mit ein paar leckeren Snacks und Getränken und der schönen Musik. Und vor allem aber natürlich in dieser wunderschönen Kulisse hat man hier dann wirklich einen unvergesslichen Abend zusammen. Ebenfalls gut mit dem Uber zu erreichen ist unser nächstes Ziel. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Wein trinken und fahren in die Weinregion Constantia. Aus der Stadt hinaus ist es wirklich ein ziemlicher Kontrast. Man ist hier mitten im Grün, mitten in den wunderschönen und weitläufigen Weinbergen. Die Sonne gibt so ein schönes Lichterspiel ab und mit der Kulisse der Berge
Naja, was soll man sagen, das ist einfach wirklich total schön. Wir starten also mit unserer ersten Weinprobe auf dem Weingut Constantia Glen. Wenn man hier eine Weinprobe bucht, ist das Schöne, dass wirklich keinerlei Erwartungshaltungen eingestellt werden, dass man auch Weine kauft. Man bezahlt wirklich nur fürs Probieren und das erwarten sie auch von einem. Mit viel Herzblut stellen sie einem also die verschiedensten Weine vor, naja, und wir probieren uns dann mal durch. Und zu den ganzen Weinen, da darf natürlich ein leckerer kleiner Snack nicht fehlen. Die ersten 4 Weine sind probiert, der Bauch ist gut gefüllt, also geht es mit dem Uber weiter zum nächsten Weingut. Bo Constantia ist unser nächstes Ziel. Und es ist nicht schwer zu erraten, wie es hier weitergeht. Leckere Weine und einen kleinen Snack. Und auch hier können wir die wunderschöne Aussicht auf die Weinberge genießen. Unsere nächsten Aktivitäten, ja, die wollen wir gerne auf eigene Faust erkunden. Aber dafür brauchen wir ein Auto. Bei Roundabout Cars mieten wir uns also für 2 Tage einen kleinen Flitzer. Die Autovermietung liegt übrigens unweit der Long Street, darüber haben wir euch ja schon erzählt. Die Mitarbeiter waren wirklich ausgesprochen freundlich und haben uns alles sehr genau erklärt. Wir haben uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt. Die zentrale Lage ist natürlich wirklich super, da wir das Ganze fußläufig erreichen konnten und die Preise sind übrigens absolut fair und transparent. Nach der super professionellen und freundlichen Übergabe geht es für uns also los mit unserer Erkundungstour. Und schon mal kurz vorweggenommen, wir haben keinen Unfall gebaut, haben das Auto sicher und heil wieder abgegeben und würden euch die Autovermietung auf jeden Fall empfehlen. Unsere Route führt uns zunächst über den Chapman's Peak Drive. Das ist sicherlich eine der atemberaubendsten Küstenstraßen überhaupt. Die Strecke ist insgesamt 10 Kilometer lang und liegt 150 Meter über dem Meer. Dadurch, dass sie sich direkt am Felsen und quasi direkt am Abgrund entlang schlängelt, hat man wirklich eine sagenhafte Aussicht. Entlang der Strecke gibt es auch immer wieder Aussichtspunkte, wo man diese wunderschöne Aussicht genießen kann. Unser Ziel ist aber eigentlich das Kap der Guten Hoffnung. Dieses liegt im Table Mountain Nationalpark, sodass man hier den Eintritt zahlen muss. 400 Rand, also umgerechnet 20 € pro Person, muss man dafür hinlegen. Das Kap der Guten Hoffnung ist der südwestlichste Punkt Afrikas. Und irgendwie gehört dieses Schild einfach zum Pflichtprogramm, wenn man Kapstadt oder die Umgebung besucht. Also fahren wir natürlich auch dorthin und machen das besagte Foto. Man muss sich darauf einstellen, dass man ein bisschen in der Schlange steht. Aber das nehmen wir in Kauf für das Touri-Foto schlechthin. Am Kap der Guten Hoffnung steht auch ein Leuchtturm. Er ist tatsächlich der mächtigste an der ganzen südafrikanischen Küste. Mit einer Reichweite von 63 Kilometern strahlt er alle 30 Sekunden eine Gruppe von 3 Blitzen mit 10 Millionen Kerzen aus. Na, das sind doch mal Zahlen. Und weil die Kap-Halbinsel landschaftlich so viel zu bieten hat, wurde sie im Mai 1998 zum Nationalpark erklärt. Der Park ist übrigens auch ein UNESCO-Welterbe. Man kann hier schöne Wanderungen unternehmen oder auch mit dem Auto das Ganze einfach genießen. Für uns geht es als nächstes zum Boulders Beach. Viele fahren hier hin, um einfach an dem schönen Badestrand den Tag zu verbringen. Man sollte sich allerdings darauf einstellen, dass man definitiv nicht alleine ist und gegebenenfalls sogar ein wenig in der Schlange stehen muss. Wir wollten hier hin, weil es an dem Strand noch eine andere kleine Attraktion zu sehen gibt. 2000 bis 3000 Brillenpinguine leben nämlich hier. Auch um die Pinguine zu sehen, muss man Eintritt zahlen. 190 Rand, also ungefähr 10 € pro Person, muss man dafür zahlen. Angeblich hat sich hier Anfang der 80er Jahre ein einsames Brillenpinguin-Pärchen niedergelassen. Und die haben sich anscheinend im Laufe der Jahre ganz schön stark vermehrt. Man kann die Pinguine von Holzstegen entlang des Strandes beobachten. Dadurch sind sie gleichzeitig auch gut geschützt. Die sind schon wirklich niedlich, wie sie da so gemütlich in der Sonne sitzen und den Tag genießen. Ganz in der Nähe des Strandes liegt der kleine Ort Simonstown. Hier haben uns die alten viktorianischen Häuser besonders gut gefallen. Die meisten dieser Häuser stammen aus dem 19. Jahrhundert und zeichnen sich durch ihre schönen Balkone aus. Als wir vor Ort waren, gab es noch einen kleinen Markt, wo schöne Souvenirs angeboten wurden.
Der kleine Ort eignet sich also ideal für einen Zwischenstopp und vielleicht um eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken. Weiter geht es für uns nach Muisenberg. Der kleine Ort ist definitiv bekannt für seine bunten Strandhäuschen. Entlang des wirklich schönen und langen weißen Sandstrandes verlaufen diese bunten Holzbadehäuschen. Sie werden auch Edwardian Beach Houses genannt. Sie sind in knalligen Farben angestrichen und sind ein wirklich beliebtes Fotomotiv. Genutzt werden sie vor allem als Umkleidekabinen, aber auch als Aufbewahrungsort für Surfbretter, denn der Strand ist sehr beliebt bei Surfern. Neben dem Strand hat uns die Palmer Road besonders gut gefallen. Diese liegt in der Altstadt von Muisenberg. Hier sind ein paar Galerien, Cafés und Geschäfte und die Straße versprüht irgendwie ein gemütliches Flair. Muisenberg solltet ihr also auf jeden Fall auf eurer Erkundungstour einplanen. Wir wollen jetzt noch einen kleinen Abstecher nach Stellenbosch machen. Die Gegend ist besonders bekannt für ihre landschaftliche Schönheit und die traditionsreichen Weingüter. Aber auch die kleine Stadt an sich besticht mit ihren vielen niedlichen Straßencafés und schönen Restaurants. Es gibt hier noch sehr viele intakte historische Gebäude. So kann man zum Beispiel in das Rathaus gehen und sich die alten Gemäuer von innen anschauen. Bekannt ist der Ort auch für seine renommierte Universität. Auch diese findet ihren Platz in einem wunderschönen alten Gebäude. Hier kann man sich also ein paar Stunden wirklich gut aufhalten. Das weiteste und auch letzte Ziel ist der kleine Ort Hermanus. Der Ort ist besonders beliebt bei Touristen, weil er auf der einen Seite alle modernen Annehmlichkeiten bietet und sich auf der anderen Seite den Charme eines Fischerdorfes bewahrt hat. Berühmtheit hat er aber auch erlangt, weil zwischen August und November hier die Wale wirklich bis in die Bucht hineinschwimmen. Von verschiedenen Aussichtspunkten aus kann man dann die Wale beobachten. Wenn man durch den Ort läuft, dann stößt man auch auf verschiedene Märkte, wo wieder verschiedenste afrikanische Souvenirs angeboten werden. Wenn man die Zeit hat, dann würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, hier mal vorbeizuschauen. Und nun möchten wir euch wie immer noch ein paar Restaurantempfehlungen mit an die Hand geben. Das Restaurant Grub & Wine auf der Bree Street haben wir euch ja bereits empfohlen. Ebenfalls empfehlen können wir euch die Piano Bar. Hier gibt es nicht nur super leckeres Essen und wirklich gute Weine, sondern man wird den ganzen Abend begleitet von Live-Musik. Rundum eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Und witzig fanden wir noch die Stummfilme von Charlie Chaplin. Ein weiterer Tipp ist auf jeden Fall das Restaurant Codfather bei Camps Bay. In dem Restaurant herrscht wirklich reges Treiben und es ist ganz schön laut, aber das ist tatsächlich überhaupt nicht störend, sondern irgendwie cool. An einer Fischtheke sucht man sich alles aus, was man essen möchte und dann wird das Ganze frisch für einen zubereitet. Auch hier wieder abgerundet mit sehr gutem Wein, auf jeden Fall eine Empfehlung. Damit geht unsere Reise nach Kapstadt und Südafrika auch schon aufs Ende zu. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!